Hallo liebe Aquarellfreunde, um ein richtig schönes und lockeres Blumenaquarell zu malen, braucht man zunächst einmal einen guten Plan. Es geht darum, dass die hellen, leuchtenden Blütenblätter durch die Hinterlegung mit dunkleren Farben so richtig zum Leuchten gebracht werden. Und diese Technik der Negativmalerei zeige ich euch in diesem Video. Ja, herzlich willkommen in der Aquarellwerkstatt zu diesem neuen Film. Die Osterzeit naht ja und ihr habt es schon gemerkt, dieses Jahr gibt es von uns keinen Extra-Film zum Malen und Basteln von Ostergrußkarten. Das haben wir in den vergangenen Jahren regelmäßig gemacht und wir verlinken diese Filme hier noch einmal für euch zum Anschauen. Ich denke aber auch, das heutige Motiv würde sich gut eignen, um eine Ostergrußkarte damit zu malen. Ihr könnt es ganz klein, im kleinen Format malen oder etwas größer. Alles funktioniert wunderbar. Oder ihr malt einen anderen Blumenstrauß, der vielleicht andere Farben hat. Mein fertiges Aquarell könnt ihr wie immer auf eBay ersteigern. Diese Ersteigerungen machen mir inzwischen viel Spaß. Da tut sich dann am Dienstagnachmittag meistens noch sehr spannende Dinge. Und auch hier freue ich mich, wenn dieser kleine Blumenstrauß dann auf die Reise geht zu einem Aquarellliebhaber oder einer Liebhaberin. Diese Versteigerung auf eBay gibt es ja noch nicht so lange. Wenn ihr interessiert seid an älteren Bildern, also Bilder von älteren Filmen hier auf YouTube, dann schreibt mir gerne eine Mail. Ich schaue dann, ob ich das Bild noch habe und gebe es gerne zum Verkauf frei. Jetzt geht's aber los mit dem Malen und viel Spaß mit dem heutigen Motiv. Die Farben für unser heutiges Bild sind Ultramarinblau von Schminke, Alizarin-Karmesin, Sienna gebrannt, Kobaltblau, Cadmiumgelb, Cadmiumfreies Cadmiumrot von Winsor & Newton, Perilane Green von Schminke, Viridiangrün von Winsor & Newton. Ich habe verwendet meine kleine Sprühflasche. Ich arbeite auf Büttenpapier von der Firma Arche. Das ist handgeschöpftes französisches Büttenpapier, 300 Gramm, mittlere Körnung, Grain fin. Und die 3 Pinsel sind ein synthetischer Pinsel zum Auswaschen, der Eichhörnchenhaarpinsel und der Rotmarderhaarpinsel mit einer feinen Spitze. Skizze und Foto für unser heutiges Motiv bekommen die Unterstützerinnen der Aquarellwerkstatt wieder per Mail zugesendet. Zu Beginn feuchte ich mein Blatt ungleichmäßig mit klarem Wasser an. Ich werde gleich die erste Farblasur aufbringen und möchte hier ganz zufällig erzeugte, weiche und weniger weiche Kanten erzielen. Ein wenig Kobaltblau gemischt mit Xylinblau gebe ich in die rechte obere Ecke. In diese Blaumischung gebe ich jetzt Viridiangrün und Cadmiumgelb und fange mit den hellen Grüntönen im Bereich der Blätter an. Ich arbeite mit zügigen Strichen und sehr variablen Pinselbewegungen. Je weniger Striche man zum Aufbringen der Farbe aufs Papier benötigt, umso besser ist es. Der Farbauftrag bleibt so frisch und leuchtend. Mit kräftigem Cadmiumgelb, ganz frisch aus der Tube, male ich sehr satt die Blütenblätter der Narzissen. Da ich hier die größte Leuchtkraft haben möchte, darf der Farbauftrag nicht zu wässrig sein. In die trompetenförmigen Kelchblätter setze ich schon etwas Cadmiumorange und später auch etwas Cadmiumrot. Alle Farben sollten sich nicht zu sehr auf der Palette, sondern eher auf dem Blatt mischen.
Mit meiner gelben Mischung gehe ich großzügig über die Blütenblätter hinaus. Ich freue mich, wenn das Gelb auch in die Umgebung der Blüten ausläuft und später dann als Untermalung für Harmonie im Bild sorgt. Wenn ich zu der vorhandenen Gelbmischung Kobaltblau dazugebe, entsteht ein schönes mittleres Grün. Mit dieser Mischung male ich jetzt die Blütenstiele und auch noch ein paar Blätter. Mit Perylane Green und Kobaltblau mische ich mir ein etwas dunkleres Grün und setze einige dunkle Akzente in die Blattflächen. Der Farbauftrag ist jetzt noch feucht, aber nicht mehr ganz nass. Mit meinem angefeuchteten Kunststoffpinsel hole ich nun helle Bereiche aus der Blüte wieder heraus. Man könnte damit auch warten, bis das Papier ganz trocken ist, aber in diesem Stadium gibt es besonders schöne weiche Ränder und ich möchte meine Formen zunächst noch weich und nicht so konkret halten. Immer wieder spüle ich den Kunststoffpinsel im Glas aus und trockne ihn vorsichtig ein wenig im Tuch ab. So hat er eine gewisse Nebelfeuchte und ich kann gut die Farbe wieder abheben. Mit einer Mischung aus lichter Ocker und Cadmiumorange setze ich nun ohne zusätzliche Wasserzugabe die dunkleren Stellen in die Blüten. Das Papier ist immer noch feucht, sodass hier auch wieder weiche Ränder entstehen. Für das Ausmodellieren der feinen Blütenformen schaue ich noch einmal genau auf mein Foto und suche die Unterschiede zwischen Licht- und Schattenseiten auf der Blüte. Auch die strahlenförmigen Kranzblütenblätter arbeite ich teilweise mit intensivierter Farbe noch einmal nach. Hier sollte jetzt ein lebendiges, leuchtendes und mit unterschiedlichen Tönen gemaltes Gelb zu sehen sein. Nun mische ich mir eine größere Farbpfütze aus Cadmiumgelb, Kobaltblau und etwas Perylane Green, um einen schönen, saftigen und dunklen Grünton zu erzielen. Ich beginne nun mit der eingangs erwähnten Negativtechnik, die Blütenblätter zu hinterlegen. Das ist immer ein schöner Schritt, der viel Spaß macht, denn die leuchtend gelben Blüten erscheinen jetzt ganz klar wieder auf dem Papier. Wenn dir dieser Film gefallen hat und du kein Aquarellvideo verpassen willst, kannst du diesen Kanal abonnieren. Wenn du auf die graue Glocke unter dem Video drückst, wirst du informiert, sobald ein neues Video hochgeladen wird. Die Gefahr ist dabei nur, dass die Formen der Blüten jetzt zu ausgeschnitten aussehen und deshalb sorge ich hier stellenweise wieder für weiche und verschwindende Kanten. Ich gebe etwas Cadmiumgelb an dieses untere Blütenblatt und versuche es mit dem Grün weich zu verbinden. Dieses Wechselspiel von weichen und harten Kanten finde ich sehr wichtig, um dem Auge des Betrachters immer wieder auch interessante Variationen anzubieten. Meinen Grünton wärme ich jetzt mit Sienna gebrannt an und ziehe hier aus dieser Fläche auch schon mit ein paar schwungvollen Strichen einige Blätter nach oben aus. Ein Blatt möchte ich etwas genauer malen und mische mir hier verschiedene Grüntöne.
ein helles Grün für den von der Sonne beschienenen Bereich und ein etwas dunkleres für die schattige Seite. Weiter geht es mit der Ummalung der hellen Blütenblätter. Ich mische mir immer unterschiedliche Grüntöne und trage sie direkt am Rand des Blattes auf und löse dann mit Wasser die Fläche ein wenig an. Auch unter der Blüte arbeite ich mit meinen verschiedenen Grüntönen und setze die Farbe eine Tonwertstufe dunkler an den Blütenkelch an, um ihn mit dieser Dunkelheit zu definieren. Mit durchbrochenen Pinselstrichen und einem relativ dunklen Grün bringe ich jetzt etwas Dynamik ins Bild und setze mit schwungvollen Bewegungen dunkle Blätter ins Motiv. Mit Sienna gebrannt, Alizarin, Karmesin und Kobaltblau mische ich mir ein bräunliches Grau und male jetzt die Stiele der beiden Blumen. Den relativ kräftigen Farbauftrag löse ich mit Wasser an, um auch hier ganz weiche Ränder zu bekommen. Ein wenig Zulinblau im Stiel greift die Farbe des Himmels jetzt wieder auf. Dies hier sollte am Rand noch etwas dunkler werden, also setze ich kräftige Farbe noch einmal in diesen Bereich. Nun vergleiche ich noch einmal mit meinem Foto und schaue, wo ich einige Details noch besser ausarbeiten kann. Hier möchte ich zum Beispiel den Schatten in der trompetenförmigen Blüte noch ein wenig verstärken und gleichzeitig die elliptische Form etwas korrigieren. Mit einem violetten Farbton aus Kobaltblau und Alizarin-Karmesin setze ich die Schatten noch einmal neu. Auch die sternenförmigen Blütenblätter bekommen mit dieser Mischung noch ein paar Schattenflächen.
Der Bereich zwischen den beiden Blüten ist mir noch nicht dunkel genug. Ich mische mir also noch einmal ein kräftiges Grün aus Perylane Green und Ultramarinblau und setze ein paar dunkle Akzente zwischen die Blütenblätter. Gar nicht viel, denn ich möchte hier nur ein wenig den Kontrast erhöhen, um die Blüten noch mehr in den Fokus zu rücken. Ich hoffe, das kleine Motiv hat euch gefallen und ihr habt Lust, es jetzt auch einmal auszuprobieren. Vielleicht nehmt ihr einen anderen Blumenstrauß. Auch rote Tulpen oder weiße Magnolienblüten würden sich für diese Technik wunderbar eignen. Wir freuen uns wie immer hier im Kanal über einen Kommentar, über einen Daumen nach oben oder auch über ein Abonnement, falls du noch nicht bei den Abonnenten dabei bist. Es gibt in der Aquarellwerkstatt auch einen schönen Unterstützerbereich. Hier findest du alle Infos unten in der Videobeschreibung. Steady deine Unterstützung heißt das. Im Unterstützerbereich gibt es viele Aktionen. Die verschiedenen Pakete bekommen Sonderrabatte auf bestimmte Angebote und auch die beliebten YouTube-Live-Abende finden im Unterstützerbereich statt. Wir malen dort übers Jahr verteilt in Live- und Echtzeit schöne Aquarellbilder. Ich freue mich natürlich, wenn du einfach nur so hier auf YouTube unsere kostenlosen Filme anschaust. Alle 14 Tage erscheint ein neuer Film. Wenn du unten auf die Glocke drückst, dann verpasst du auch keinen neuen Film und wirst informiert, sobald ein neuer Film online geht. Vielleicht hast du auch Lust, auf meinen Social-Media-Accounts einmal reinzuschauen. Auf Instagram und Facebook bin ich relativ aktiv. Auf Instagram findest du in den Stories häufig die tagesaktuellen Geschehnisse aus meinem künstlerischen Leben. Meine Malreisen, meine neuen Projekte und Bilder werden dort regelmäßig gepostet. Vielleicht interessiert es dich. Also die Aquarellwerkstatt heißt der Instagram-Account. Das war's für heute. Ich wünsche allen eine schöne Osterzeit mit vielen schönen bunten und farbenfrohen Blumensträußen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.